Hallo meine lieben Gamer, heute wollen wir uns mal anschauen, was der aktuelle Stand ist zum Thema Ankündigung für die PlayStation 5, was wir von der nächsten State of Play erwarten können, die ja diese Woche noch ist, und ob vielleicht ja sogar der Preis enthüllt wird, vielleicht ein neues Call of Duty oder sogar ein Silent Hill. Also los geht's. Zum aktuellen Stand der Dinge, und das ist Anfang August 2020, fehlen uns natürlich sehr viele Infos zur PlayStation 5, einfach natürlich Preis, Erscheinungsdatum, Vorbestelldatum und so weiter, sehr viel Zeug und auch natürlich die Starttitel und überhaupt Spiele, die kommen werden. Jetzt hat uns zumindest Sony ein wenig schon mal mehr verraten, und zwar am 6. August wird es eine State of Play geben, die wird bei uns um 22 Uhr starten. Allerdings jetzt nicht mit dem großen Info-Offensive, die wir eigentlich gedacht haben, sondern sie schreiben, es gibt den Fokus auf PS4 und PSVR-Spiele und den Fokus auf Third-Party-Spiele und auf Indie-Spiele und keine großen PS5-Announcements. Das ist auch noch hier auf der offiziellen, zum Beispiel auf offiziellen Twitter-Account und auf der offiziellen Blog-Seite zu sehen, wo eben auch klar nochmal klargestellt wird, es gibt zunächst mal, Fokus ist PS4 und PlayStation VR, okay, kommende Spiele. Und da bin ich ja zunächst mal gespannt, weil aktuell PS4-Spiele ist ja schon ein bisschen so der Zug fast abgefahren, deswegen, weil mit Ghost of Tsushima kam jetzt zumindest mal der letzte große Exklusivtitel für die PS4, und jetzt bin ich mal gespannt, ob da noch irgendwas kommt dahingehend, auch in Sachen VR natürlich. Und außerdem, was auch noch gezeigt wird, es sind ein paar Neuigkeiten zu Indie-Spielen und Titeln von Drittanbietern für PS5, die ihr in der Juni-Präsentation schon sehen konntet. Jetzt muss ich mal kurz nachgucken, was konnten wir denn in der Juni-Präsentation sehen? Wir hatten beispielsweise, also von Drittanbietern, nicht von Sony, sondern von Drittanbietern, da war unter anderem Oddworld zu sehen, Resident Evil 8, also The Village, dann Stray, dann Hitman 3 beispielsweise gab es, das neue Yakuza wurde gezeigt, Dirt 5, Destiny 2 und GTA 5 wurde auch angekündigt, dass es für die PS5 kommt. Vielleicht gibt es ja dahingehend News, das wäre natürlich sehr, sehr wünschenswert. Außerdem soll es noch weitere News geben zu Drittanbieterspielen, dann wäre das beispielsweise, was ja eigentlich schon lange überfällig ist, nämlich ein Call of Duty. Call of Duty ist ja so, da haben wir ja eigentlich bisher noch gar keine Infos drüber. Es gab mal einen einzigen, ich sag mal, verlässlichen Leak, und das war auf einer, Achtung, Dorito-Chips-Tüte, die quasi eigentlich gespoilert hat, dass das neue das neue Call of Duty Black Ops heißen wird, mit dem Untertitel Cold War, weil da eben eine Packung schon davon aufgetaucht ist, wahrscheinlich einfach eine Werbeaktion für doppelte XP. Und da ist das Ding schon mal erwähnt worden. Es geht noch weiter, es gibt eine Liste an Games, die von einem Insider mal wieder stammt, die eben enthüllen soll, was alles gezeigt werden soll. Die gehen wir gleich durch, und ich halte diese für halb realistisch. Aber vorher schauen wir uns mal noch was an, und zwar ist noch was zum Thema PS4-Preis aufgetaucht. Und zwar die französische Ladenkette Carrefour hat die PS5 ins System aufgenommen, und zwar mit Preisen. Und wir schauen uns mal diese Preise hier an, und die überraschen uns gleich mal. Hier beispielsweise wird hier die Digital Edition der PS5 mit 399 € angegeben, die normale Standard PS5 mit 499 € und das ganze Zubehör für jeweils 49,90 €. Und jetzt ist natürlich, kommt bei mir gleich mal die Alarmglocken, deswegen, weil das Zubehör definitiv nicht jedes Teil denselben Preis haben wird. Also die Fernbedienung kostet 49,90 € und auch nicht dieses 3D-Audio-Headset. Das wird definitiv teurer werden. Genauso der DualSense-Controller wird niemals 49,90 € kosten, der wird definitiv teurer sein. Ergo glaube ich, dass das Zeug Platzhalterpreise sind. Und ich glaube, das ist jetzt nicht verlässlich, dass das der echte Preis sein wird. Dann, weiter geht's. Es gibt noch eine Info, und zwar von Bloomberg, eigentlich eine relativ verlässliche Quelle, die auch entsprechende Branchenkontakte hat, und die besagt, dass im Zuge des letzten Finanzberichts von Sony gab es eine offizielle anonyme Quelle, die eben sagt, dass Sony das nächste Announcement, das nächste Ankündigung noch in diesem Monat machen wird zur PS5. Also im August. Jetzt ist die Frage, entweder ist damit die aktuelle State of Play gemeint, wo relativ wenig gezeigt wird, oder es kommt im August nochmal ein Event, und zwar ein größerer Event mit
wo wirklich mal rangeklotzt wird. So, jetzt schauen wir uns mal diese ganzen Spiele an, die ein vermeintlicher Kontakt, der irgendwoher das von einem Kumpel hat, der ein Insider ist oder der es irgendwie Branchenkontakte hat, der hat ja das Ganze über eine Insta-Story geteilt hat, die inzwischen wieder weg ist. Also sprich das Ganze absolut unzuverlässig. Nichtsdestotrotz möchte ich es mal angucken, was das so dran steht. Das soll der gesamte Plan sein von dieser Veranstaltung, also der ganze Trailerplan, und es fängt an mit einem Silent Hill. Das ist deswegen auch interessant natürlich, weil Fans warten schon lange auf ein neues Silent Hill. Konami hat letztens erst einen mysteriösen Post auf Twitter gebracht, wo sie die Sirenen haben erklingen lassen aus Silent Hill. Die Leute sind durchgedreht, sie sind dann gleich wieder, sofort wieder zurückgerudert, weil sie dann meinten, nein, das ist jetzt nur ein bisschen der Hype darauf, dass es ja diese Silent Hill Erweiterung für Dead by Daylight gibt. Naja, auf jeden Fall ein bisschen komisch. Dann, was auch noch gezeigt werden soll, ein neues Metal Slug, nämlich Metal Slug Returns. Dann ein neues King of Fighters, nämlich Teil 15. Und dann eben das besagte Call of Duty Black Ops, das hier Vietnam heißt. Es ist die Frage, ich bin mir jetzt auch noch nicht so ganz schlüssig. Es ist scheinbar jetzt alle Zeichen deuten darauf hin, dass es ein neues Black Ops geben wird von Call of Duty. Und ob das jetzt eben Cold War heißt oder eben Vietnam. Ich weiß es nicht. Also ich wäre auf jeden Fall gerne bei beiden an Bord und das ist auch ziemlich wahrscheinlich, denn aktuell der Entwickler Treyarch ist gerade wieder dran, um das neue Call of Duty zu machen und das sind ja die Macher von Black Ops und Black Ops war ja eigentlich immer ein guter Verkaufsgarant. Dann weiter soll es gehen mit einem neuen Crash Bandicoot 4. Dazu dann eben Overwatch 2, das ja auch schon mal angeteasert wurde, bloß eben noch nicht für die PS5. Red Dead Redemption 2 soll gezeigt werden. Ich halte alle Titel bisher hier für unwahrscheinlich. Alles bisher. Ich würde es nicht ausschließen, aber ich glaube nicht, dass wir das am 6. August sehen werden. Was sein kann, das sage ich auch gleich mal vorab, dass wir das Zeug später irgendwann sehen werden. Es ist nämlich so, bevor ich jetzt hier weitermache, muss ich das jetzt noch schnell ausführen. Es ist so, dass die Hersteller dieses Jahr, also Sony genauso wie Microsoft, ihre Enthüllungen staffeln. Es ist anders als in den Vorjahren. In den Vorjahren war es ja immer quasi die geballte Infoladung und Enthüllungen zur E3, zur großen Spielemesse. Dieses Jahr ist ja alles anders. Da gibt es ja keine E3 oder nur digital. Und jetzt eben werden diese Info-Häppchen eben schön verteilt. Und zwar ganz auf verschiedene Monate und immer nur häppchenweise, dass man gleichmäßigen Hype erzeugt. Und das macht Microsoft genauso wie Sony. Und beide Hersteller haben bisher noch definitiv nicht alles gezeigt. Ja, klaro von den Spielen. Und sie teilen sich das ein. Es ist so, dass auch die Hersteller quasi, wie soll ich sagen, schon ziemlich genau wissen, was kommen wird. Es ist nur die Frage, was sie zeigen werden. Das heißt, sie haben quasi eine Liste an Zeug, wo sie sagen, den Trailer haben wir das und das und das und hier haben wir Gameplay und da können wir jetzt das und das zeigen für den August und vielleicht im September oder Oktober zeigen wir dann das und das. Und ich denke, könnte so eine Liste sein, wo man quasi sich das rauspickt. Es war tatsächlich auch so, zumindest hieß es so, dass beispielsweise zuletzt beim Microsoft Games Showcase oder beim Xbox Games Showcase es so war, dass Microsoft gesagt hat, wir zeigen nur Spiele, die im Xbox Game Pass drin sind. Alle, die außerhalb sind, die zeigen wir nicht. Und deshalb hat auch vielen Leuten da einiges gefehlt an Content. Und ich denke, Sony macht es vielleicht auch sowas, also nicht den Game Pass, aber auch eben dieses gestaffelte Enthüllen, dass jetzt eben nicht alles eben zeigen. Vor allen Dingen, weil ja scheinbar der Xbox Games Showcase zuletzt nicht gut ankam, zumindest bei der Mehrheit der Spieler. Und deshalb könnte sich Sony jetzt ein bisschen den Hype noch ein bisschen aufsparen für das richtig gute Zeug, blöd, so, um es mal so salopp zu sagen. Wir schauen mal weiter, was jetzt hier noch kommen könnte. Ein PlayStation Now Service Trailer, der macht dahingehend Sinn, weil natürlich Sony garantiert eben seinen Cloud-Service eben PlayStation Now ausbauen will. Definitiv, das wird genauso ausgebaut werden wie andere Cloud-Dienste, wie xCloud zum Beispiel. Was uns auch bisher dieses Jahr noch vorenthalten wurde, das ist das neue FIFA, das natürlich auch jährlich kommt, typisch EA, es kommt ja da im jährlichen Turnus eins, genauso dasselbe gilt ja auch für Black Ops, für Call of Duty. Was wir dagegen schon gesehen haben, ist ein Spider-Man, das vielleicht auch mal mit einem Gameplay-Trailer noch weiter revealed wird, sei es jetzt in dieser Ankündigungssendung oder in einer späteren. Weiter
gibt es dann noch, genau, gäbe es noch eine Ankündigung zur Collectors Edition. Ja, klar, logisch, das kommt immer, eine Collectors Edition zu einem großen Spiel. Returnal soll es einen Trailer geben zu Sackboy, einen weiteren Trailer zu Gran Turismo 7, und zwar ein Trailer zum Nürburgring, und zu Godfall auch noch ein Koop-Trailer. Weiter, Ratchet & Clank soll Gameplay-Trailer gezeigt werden. Und jetzt ist natürlich das Ganze unrealistisch dahingehend, weil das hier alles, bis auf Returnal glaube ich, alles First-Party-Spiele sind. Das sind alles Spiele von den PlayStation Studios, also sprich von Sony selbst. Und laut Ankündigung gibt es eben nur Third-Party und Indie-Games und keine großen PS5-Announcements. Also steht im kompletten Widerspruch. Nichtsdestotrotz gehe ich jetzt nochmal die Liste weiter durch, weil wie gesagt, es könnte ja sein, dass Teile oder die von dieser Liste später noch enthüllt werden. Das könnte ja sein. So oder so, also, es gäbe dann noch einen Console-Overview-Trailer und einen Backwards-Compatibility-Trailer. Das wär dann auch mal endlich spannend, wenn sie darüber was mal zeigen würden zum Thema Abwärtskompatibilität zur PS4 und wie das aussehen wird auf der PS5. Und dann noch ein Spiel, das auch schon lange irgendwie gerüchteweise aufgetaucht ist, im Hogwarts, ein neues Harry Potter-Spiel. Weiter Mortal Kombat 11, was Neues, und auch Demon's Souls Gameplay-Trailer. Und zuletzt noch ein PlayStation 5 Abschlusstrailer, dann wäre die Sendung vorbei. Was ich interessant finde an diesem Ganzen, das Ganze könnte jetzt komplett ausgedacht sein, aber was mich überrascht ist, dass man sich hier die Mühe gemacht hat, die Trailerzeiten ganz genau festzulegen. Und wenn man irgendwie sowas erfindet, macht man nicht solche genauen Angaben. Also irgendwoher habe ich so das Gefühl, dass da schon eine gewisse Basis dafür da ist, aber ich bin mir da komplett unsicher, dass wir jetzt am 6. August davon irgendwas sehen werden. Ich glaube es eben, wie gesagt, nicht. Ich denke eher an Spiele wie beispielsweise Resident Evil 8, denke ich mir. Ein Call of Duty, denke ich mir auch. Bestimmt dabei. Ein Hitman 3, ein Yakuza, ein Dirt 5 beispielsweise, Destiny 2 und natürlich ein GTA 5. Das würde ich natürlich liebend gerne mal sehen, wie gut das auf einer PS5 aussieht. Bloß, es heißt ja immer noch keine großen PS5-Announcements, wie schon gesagt. Und deshalb mache ich mir jetzt gesagt erstmal wenig Hoffnungen. Ich mache mir Hoffnungen, dass im August, so wie es Bloomberg schon sagt, dass im August noch eine weitere State of Play kommt oder überhaupt einfach noch eine Ankündigungssendung, wo wir dann noch mehr sehen werden. Und das ist jetzt mal der aktuelle Stand zu dem Ganzen. Also wir werden ziemlich sicher keinen Reveal vom Preis sehen. Ziemlich sicher. Und auch keine Ankündigung, wann das Ding rauskommt. Das spart sich Sony jetzt einfach noch weiter auf. So oder so bin ich aber gespannt drauf. Also am 6. August, 22 Uhr, wird das Ganze kommen. Ich werde hinterher davon auf jeden Fall noch ein Video mit Zusammenfassung machen und eine Analyse. Und dann schauen wir mal, was sich da wirklich ergibt, meine lieben Leute. Das ist mal der aktuelle Stand zum Thema PS5. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Ihr könnt das Ganze gerne abonnieren und ein Gefällt mir da lassen. Wir sehen uns dann gerne beim nächsten Video hier auf diesem Kanal. Macht's gut, bis dahin.